Herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Mein Name ist Patrick und ich stelle euch heute ein sehr gutes Modell aus dem mittleren Preisbereich vor, den Saeco Gran Aroma Kaffee Vollautomat. Was dieses Modell so besonders macht und wie ihr es am besten einstellt, erfahrt ihr jetzt im Video. Der Gran Aroma gehört direkt zu den Bestsellern in seiner Preisklasse, denn ihr könnt damit nicht nur 14 Getränke auf Knopfdruck zubereiten, sondern auch 4 individuelle Profile anlegen. Aber das sind noch lange nicht alle Vorteile dieses Vollautomaten. Was ihr noch alles erwarten könnt, verraten wir euch jetzt im Video. Nutzt einfach die Sprungmarken in der Infobox, falls euch etwas Bestimmtes interessiert. Dort verlinken wir euch auch genau dieses Modell hier und den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch, wie dieses Modell hier im Vergleich mit anderen Vollautomaten abschneidet. Aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Test. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gern mit einem Like. Oben auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Der Deckel ist abgedunkelt und durch diese Gummidichtung auch luftdicht. So bleibt das Aroma eurer Bohnen möglichst lange erhalten. Es passen bis zu 300 Gramm Bohnen in das Fach, die für gut 30 Getränke reichen. Ein großer Vorteil ist die runde Form des Fachs, denn so gibt es keine Ecken und die Bohnen rutschen immer perfekt in Richtung Mahlwerk. Ihr könnt auch gemahlenes Kaffeepulver verwenden, dafür füllt ihr einen Kaffeelöffel in dieses kleine Fach hier. Mit frisch gemahlenen Bohnen schmeckt es aber natürlich deutlich besser. Im Gerät wurde ein hochwertiges Keramikmahlwerk verbaut. Direkt hier im Bohnenfach findet ihr den Mahlgradregler. Es stehen euch insgesamt 12 Stufen zur Auswahl. Auf Stufe 12 werden die Bohnen gröber und auf Stufe 1 dann ziemlich fein gemahlen. Diese kleine Spitze zeigt euch an, welche Stufe gerade eingestellt ist. Wir empfehlen euch einen recht feinen Mahlgrad, so Stufe 3 bis 4. Damit haben wir in unseren Tests den besten Geschmack erreicht. Ihr könnt den Mahlgrad während des Mahlvorgangs durch Drücken und Drehen anpassen. Wenn das Mahlwerk in Bewegung ist, verklemmt auch nichts. Der Wassertank ist hier vorne rechts und lässt sich einfach herausziehen. Das ist besonders praktisch bei Hängeschränken. Der Tank ist aus einem flexiblen Kunststoff und wirkt auf uns hochwertig. Hier hinten ist der Anschluss für einen Wasserfilter. Wenn ihr einen Filter nutzt, müsst ihr seltener entkalken. Aber es funktioniert natürlich auch ohne Filter. Dank der großen Öffnung könnt ihr den Tank direkt unterm Wasserhahn auffüllen. Es passen bis zu 1,8 Liter hinein, die für ungefähr 15 Getränke reichen. Falls der Tank mal während eines Bezugs leer wird, füllt ihr ihn einfach auf und könnt die Zubereitung dann fortsetzen. Noch schöner wäre es, wenn vorher ein Hinweis kommen würde. Aber immerhin ist der Kaffeepuck hier nicht verloren, wie bei vielen anderen Vollautomaten, die den Bezug direkt abbrechen. Jetzt kommen wir zu einem Highlight, dem Milchsystem. Der Milchbehälter ist aus einem robusten, durchsichtigen Kunststoff. Hierneben ist die Halterung für den Milchschlauch, der mit einem hochwertigen Edelstahlröhrchen ausgestattet ist. In den großen Behälter passen 600 Milliliter Milch, die für mindestens 4 Cappuccino oder Latte Macchiato reichen. Am besten verwendet ihr kalte Milch mit ca. 3,8% Fett- und Eiweißanteil. Aber auch mit Alternativen aus Hafer oder Soja bekommt ihr guten Milchschaum hin. Dann dreht ihr den Deckel per Schraubverschluss auf den Behälter und taucht den Milchschlauch durch die kleine Öffnung ein. Oder ihr steckt ihn einfach direkt in den Milchkarton. Besonders praktisch ist diese kleine Kugel hier oben. Die dreht ihr nach oben und dann ist der Milchbehälter praktisch luftdicht verschlossen. Nach dem Bezug stellt ihr den Behälter einfach wieder in den Kühlschrank. Alle Teile des Milchsystems sind übrigens Spülmaschinen geeignet, aber zur Reinigung verraten wir euch später noch mehr. Den Kaffeeauslass könnt ihr von ca. 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen. So passen selbst große Latte Macchiato Gläser inklusive einer Milchschaumhaube drunter. Die niedrigste Einstellung ist für Espresso-Tassen ein wenig hoch. Dafür gibt es jeweils 2 Kaffee-, Milch- und Heißwasserauslässe. So könnt ihr alle Getränke auch im Doppelbezug zubereiten. Von Espresso über Kaffee, Americano bis hin zu Cappuccino oder Latte Macchiato. Das ist in dieser Preisklasse schon die Ausnahme. Und hier passt auch die Qualität. Der Kaffeeauslass wirkt stabil und lässt sich gut in der Höhe verstellen.
Genau wie der Kaffeeauslass macht das Gehäuse insgesamt einen hochwertigen Eindruck. Es ist zwar überwiegend aus Kunststoff, der ist dafür aber lückenlos verarbeitet. Wassertank und Auffangschalen schließen genau mit dem Gehäuse ab. Milchbehälter und Wassertanks sind robust, nur das Abtropfgitter aus Kunststoff kann hier nicht ganz mithalten. Wir haben schon einige Vollautomaten gesehen und hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Jetzt starten wir den Vollautomaten und beziehen endlich ein paar Getränke. Über den großen Knopf hier links schalten wir den Vollautomaten ein. Jetzt heizt er kurz auf und führt dann einen Spülvorgang durch. Nach knapp einer Minute könnt ihr dann schon das erste Getränk beziehen. Das Touch-Display ist leicht schräg und dadurch von oben sehr gut zu lesen. Hier oben seht ihr jetzt auch direkt die Getränkeauswahl, die wir euch komplett hier im Video auch vorführen werden. Das ist einmal der Espresso, der Kaffee, der Americano, der Cappuccino, Latte Macchiato und der Kaffee Latte. Hier drüben unter More Drinks findet ihr dann noch weitere Getränke. Da gibt es zum Beispiel noch den Kaffee Crema und dann 3 Espresso-Varianten. Das ist einmal der Ristretto, der Espresso Lungo, der Espresso Macchiato mit kleiner Milchschaumhaube und dann hier auch den italienischen Cappuccino nach Originalzubereitung. Den werden wir euch auch gleich vorstellen. Und natürlich der sehr beliebte Milchkaffee. Außerdem noch Milchschaum und warme Milch. Insgesamt stehen euch damit 14 Getränke zur Auswahl. Es gibt auch ein Gran Aroma Modell mit 16 Getränken, da ist dann nur noch der Flat White dabei. Wir verlinken euch natürlich beide Modelle in der Videobeschreibung. Wir starten jetzt mal mit einem Espresso. Hier seht ihr alle Einstellungsmöglichkeiten für den Espresso. Navigieren könnt ihr hier drüben mit den Pfeiltasten. Hier links bei der Bohne stellt ihr das Aroma ein. Es gibt insgesamt 5 Stufen. Wenn ihr es ganz nach unten stellt, aktiviert ihr das Kaffeepulverfach. Dann könnt ihr es in 5 Stufen einstellen, von mild bis stark. Und ganz oben könnt ihr einen Extra-Shot aktivieren. Dann wird für euer Getränk ein zweiter Kaffeepuck verwendet und es wird besonders intensiv. Wir stellen jetzt mal Stufe 4 ein. Hier könnt ihr dann die Getränkemenge in 5 Stufen einstellen, in 10 Milliliter Schritten von 30 bis hoch auf 70 Milliliter. Wir stellen jetzt hier 40 Milliliter ein. Dann könnt ihr für jedes Getränk die Temperatur in 3 Stufen einstellen. Wir belassen das jetzt hier mal auf mittlerer Stufe. Auf der nächsten Seite könnt ihr dann hier noch den Doppelbezug aktivieren. Das geht hier übrigens bei allen Getränken, auch mit Milchschaum. Wir machen natürlich erstmal nur eine Tasse. Klicken auf OK und können jetzt hier über den Play-Button den Bezug starten. Während dem Mahlvorgang haben wir im Schnitt ca. 71 Dezibel gemessen. Damit ist der Gran Aroma ein wenig lauter als andere Vollautomaten aus dieser Preisklasse. Aber man kann sich trotzdem noch unterhalten. Gerade am Anfang hat der Espresso eine schöne, kräftig braune Farbe. Jetzt entsteht auch recht schnell eine dichte, feine Crema. Als erstes messen wir kurz, wie heiß der Espresso ist. Mit 67 Grad hat er genau die gewünschte Temperatur. Wenn ihr es noch heißer mögt, stellt ihr die Brühtemperatur auf Stufe 3. Dann holt ihr nochmal 3 bis 5 Grad mehr raus. Die Crema ist sehr fein und hat eine super goldbraune Farbe. Geschmacklich ist der Espresso schön intensiv, ein richtiger Wachmacher. Die Haselnussaromen unserer Bohnen kommen gut zur Geltung. Als nächstes zeigen wir euch jetzt einen Kaffee Crema. Das Aroma könnt ihr hier auch wieder in 5 Stufen einstellen. Wir wählen wieder Stufe 4. Die Getränkemenge könnt ihr hier von 110 auf bis zu 220 Milliliter einstellen. Wir wählen 140 Milliliter, denn wir wollen einen schön kräftigen und intensiven Kaffee. Bei der Temperatur gibt es wieder 3 Stufen, wir belassen es auf mittlerer Stufe. Und auch hier könntet ihr wieder einen Doppelbezug aktivieren. Jetzt klicken wir Start. Und los geht's. Noch ein Tipp. Wenn ihr eine große Tasse Kaffee möchtet, stellt einfach euren großen Becher unter, wählt 140 Milliliter und aktiviert den Doppelbezug. Dann werden 2 Kaffeepucks gemahlen und euer Kaffee wird besonders aromatisch. Wenn ihr nur die Menge auf 220 Milliliter stellt, wird der Kaffee recht dünn und bitter.
Hier bildet sich schon während dem Bezug eine dichte Crema. So muss das sein. Jetzt messen wir wieder die Temperatur, denn wir wissen, bei Kaffee kann es einigen von euch gar nicht heiß genug sein. Mit 77 Grad ist er ziemlich heiß und das schon auf mittlerer Stufe. Auch hier sieht die Crema erstklassig aus, fein und mit einem hellbraunen Schimmer. Beim Geschmack überzeugt der Kaffee Crema mit viel Aroma und Intensität. Auf jeden Fall einer der besten Kaffees, die wir bislang hatten. Eine super Alternative zum Kaffee ist übrigens der Americano. Der Americano hat einen großen Vorteil. Es wird nicht das gesamte Wasser durch den Kaffeepuck gepresst. Wie ihr seht, wird erst ein Espresso bezogen, dann stoppt der Vollautomat kurz und bezieht anschließend einfach heißes Wasser. Durch die kürzere Extraktion des Kaffeepucks ist der Americano weniger bitter und geschmacklich fast wie Filterkaffee. Die Espresso- und Wassermenge könnt ihr in 5 Stufen mit genauen Milliliterangaben einstellen. Wir haben den Espresso auf 55 Milliliter und das Wasser auf 110 Milliliter gestellt. Probiert einfach mal aus, ob euch Americano oder Kaffee Crema besser schmeckt. Kommen wir zu den Getränken mit Milchschaum. Dafür holen wir jetzt erstmal unseren Milchbehälter aus dem Kühlschrank. Als erstes zeigen wir euch jetzt einen Cappuccino. Hier stellen wir das Aroma wieder auf Stufe 4, damit er schön intensiv wird. Den Espresso stellen wir auf 40 Milliliter und hier könnt ihr jetzt die Milchmenge in 5 Stufen einstellen. Von 90 bis hoch auf 210 Milliliter. Wir wählen jetzt 150 Milliliter. Die Temperatur lassen wir auf der mittleren Stufe und hier in der Mitte können wir jetzt einstellen, wie stark die Milch aufgeschäumt wird. Dann bekommt ihr entweder wenig, normal oder viel Milchschaum und wir wollen jetzt mal richtig viel Milchschaum. Genau so starten wir jetzt den Bezug. Zuerst wird der Milchschaum zubereitet und der sieht auf den ersten Blick schon ziemlich vielversprechend aus. Achtet gleich mal drauf, direkt nach dem Bezug wird der Milchauslass automatisch mit heißem Wasserdampf gereinigt. So bleibt alles schön sauber. Jetzt kommt noch der Espresso. Aber messen wir erstmal die Temperatur. Wir wollen mindestens 67 Grad sehen. Es sind sogar 70, 71 Grad. Perfekt. Der Milchschaum schaut sehr gleichmäßig und fein aus. Er ist auch relativ cremig, wie ihr seht. Im Geschmack leicht süß und ein guter Kontrast zum intensiven Espresso. Hier sind wir geschmacklich insgesamt schon nah am Optimum. Übrigens könnt ihr auch 2 Cappuccini gleichzeitig beziehen. Den Doppelbezug gibt es hier bei allen Getränken. Wählt dazu bei den Einstellungen einfach 2 Tassen aus oder tippt zweimal auf das jeweilige Getränk. Dann werden 2 Mahlvorgänge durchgeführt, also 2 Kaffeepucks verwendet. Der Grana Roma kann auch einen klassischen italienischen Cappuccino zubereiten. Dann wird zuerst der Espresso bezogen und anschließend der Milchschaum. So entsteht ein perfekt gemischter Cappuccino mit einer schönen braunen Milchschaumhaube. Hier seht ihr nochmal den direkten Vergleich zwischen Cappuccino links im Bild und italienischem Cappuccino hier rechts. Einmal mit strahlend weißem und einmal mit braun schimmerndem Milchschaum. Jetzt schauen wir uns mal an, wie gut der Latte Macchiato wird. Sogar unser riesiges Latteglas passt locker unter den Kaffeeauslass. Beim Latte Macchiato stellen wir beim Aroma jetzt einen Extra-Shot ein. Das heißt, nach dem Espresso wird noch ein zusätzlicher zweiter Kaffeepuck gemahlen und ein Ristretto bezogen. Dann wird unser Latte Macchiato schön intensiv. Die Espresso-Menge stellen wir auf 40 Milliliter und bei der Milchmenge stellen wir jetzt hier 270 Milliliter ein, damit unser großes Glas voll wird. Es geht übrigens hoch bis auf 340 Milliliter. Die Temperatur lassen wir auf mittlerer Stufe und bei der Milchschaummenge wählen wir auch die mittlere Stufe. Und so beziehen wir jetzt unseren Latte.
Da wir die Milchschaummenge auf Stufe 2 haben, kommt jetzt erstmal nur heiße Milch. Gleich wechselt der Automat auf Milchschaum. Wenn ihr genau hinhört, merkt ihr einen Unterschied. Und es sieht auch etwas cremiger aus beim Bezug. Selbst unser großes Glas wird hier schön voll. Jetzt kommt gleich wieder der kurze Dampfstoß zur Reinigung. Und jetzt kommt der Espresso. Wieder ein super Anblick, wie er in die Milch fließt. Jetzt kommt noch unser Extra-Shot für den intensiveren Geschmack. Checken wir mal die Temperatur. Wir hoffen wieder auf 67 Grad. Punktlandung. Der Milchschaum ist überwiegend sehr fein, aber hier sehen wir ein paar gröbere Bläschen dazwischen. Schön cremig ist der Schaum aber wieder. Geschmacklich genauso gut wie der Cappuccino. Alternativ zum Latte Macchiato gibt es noch den Kaffee Latte. Im Vergleich wird hier etwas mehr Espresso und weniger Milchschaum verwendet. Der Kaffee Latte ist also intensiver und kräftiger im Geschmack. Außerdem kommt hier zuerst der Espresso und dann der Milchschaum. Es vermischt sich also alles, während sich beim Latte Macchiato die typischen 3 Schichten bilden. Der sehr beliebte Milchkaffee ist ebenfalls mit an Bord. Er besteht aus einem Teil Kaffee und einem Teil Milch. Der Milchkaffee ist perfekt für alle, die es besonders mild mögen. Eine Milchschaumhaube hat der Milchkaffee normalerweise nicht, ihr könnt es aber natürlich einstellen, wenn ihr wollt. Und das ist auch das Schöne an diesem Gerät. Ihr könnt jedes Getränk frei nach euren Wünschen einstellen. Eine weitere Besonderheit sind die 4 individuellen Profile. Das ist besonders praktisch, wenn ihr den Vollautomaten mit der ganzen Familie nutzt und sich eure Vorlieben bei Kaffee, Cappuccino und Co. unterscheiden. Hier unter Settings könnt ihr die Profile verwalten. Wie ihr seht, gibt es 4 Profile, die durch 4 unterschiedliche Farben dargestellt sind. Ihr könnt sie hier ganz leicht aktivieren und deaktivieren. Dann geht ihr wieder raus aus dem Menü und könnt hier über die Profiles-Taste die verschiedenen Profile auswählen. Weiß ist das Gästeprofil und mir gehört das grüne Profil, das ich jetzt mal auswähle. Hier sind jetzt schon alle Einstellungen gespeichert, wie ich meine Getränke gerne trinke. Wenn ich zum Beispiel beim Latte Macchiato etwas weniger Milchschaum möchte, stelle ich das einmal hier so ein, klicke Start und dann werden diese Einstellungen für die Zukunft gespeichert. Dann wählt ihr unter eurem Profil einfach nur noch Latte Macchiato, dann bekommt ihr eure Getränke genauso, wie ihr sie möchtet. Eine Funktion, die wir so bisher noch von keinem anderen Vollautomaten kennen, ist der Coffee Maestro. Hier könnt ihr zwischen 3 voreingestellten Geschmacksprofilen wählen. Von mild, Delicato, über intensiv, Intenso bis stark, Forte. Wenn wir beim Cappuccino Forte, also stark auswählen, werden uns folgende Einstellungen vorgeschlagen. Beim Aroma kommt ein extra Shot Ristretto dazu, bei der Kaffeemenge 40 ml und Milchmenge 120 ml. So wird der Cappuccino richtig intensiv und aromatisch. Wenn wir Delicato, also mild auswählen, schlägt es uns beim Aroma Stufe 2 vor, bei der Kaffeemenge 60 ml und bei der Milchmenge 150 ml. Es werden also weniger Bohnen, etwas mehr Wasser und mehr Milch verwendet. Dadurch schmeckt der Cappuccino deutlich milder. Jetzt zeigen wir euch noch, wie gut sich der Vollautomat reinigen lässt. Besonders wichtig sind das Milchsystem, die Brühgruppe und die Abtropfschalen. Los geht's mit dem Milchsystem. Richtig gut gefällt uns, dass die Milchauslässe nach jedem Bezug automatisch mit heißem Wasserdampf gereinigt werden. Nachdem ihr alle gewünschten Getränke bezogen habt, wischt ihr das Edelstahlröhrchen mit einem feuchten Tuch ab und steckt es hier links in den kleinen Behälter. Dann klickt ihr auf Clean, wählt Hygiesteam. Ihr müsst noch kurz bestätigen, dass der Schlauch in der Halterung steckt und stellt eine leere Tasse unter. Und dann werden Milchauslass und Milchschlauch gründlich mit heißem Wasserdampf gereinigt. So heiß könnten wir das per Hand nicht ausspülen. Den kleinen Behälter spülen wir einmal täglich kurz aus.
Außerdem könnt ihr den Milchauslass ganz einfach abnehmen. Ihr solltet ihn einmal pro Woche zerlegen und gründlich abspülen. Den Milchbehälter samt Deckel und den Milchschlauch samt Halterung könnt ihr entweder per Hand abspülen oder einfach in die Spülmaschine packen. Den Milchbehälter solltet ihr nach spätestens 3 Tagen reinigen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Milchschlauch auch einfach direkt in einen Milchkarton hängen. Dann spart ihr euch den Abwasch des Milchbehälters komplett. Einmal monatlich sollt ihr laut Anleitung das Deep Milk Clean Programm starten. Dafür gibt es einen speziellen Milchkreislaufreiniger von Philips. Den füllt ihr einfach in den Milchbehälter und startet dann das 5-minütige Programm. Sobald der Kaffeesatzbehälter voll ist, erscheint dieser Hinweis hier im Display. Die Schalen lassen sich direkt nach vorne herausziehen. Hier landen die Kaffeepucks nach dem Bezug. Wie ihr seht, sind sie gut gepresst und relativ trocken. Daran seht ihr, dass die Brühgruppe gute Arbeit leistet. In den Behälter passen 12 Pucks. Ihr müsst ihn also nach 12 Getränken ausleeren. Am besten direkt in den Biomüll. Hier wird das Wasser der Spülvorgänge gesammelt. Das könnt ihr dann einfach ins Spülbecken ausleeren. Danach spült ihr die Teile kurz per Hand ab oder ihr packt sie in die Spülmaschine. Auch das Abtropfgitter darf in die Spülmaschine. Nur diese kleine graue Blende hier vorne nicht. Schauen wir uns noch kurz die Brühgruppe an. Hinter dem Wassertank befindet sich eine Serviceklappe. Die Brühgruppe könnt ihr herausnehmen, wenn der Vollautomat ausgeschaltet ist. Hier sind ein wenig mehr Kaffeereste zu finden als bei anderen Modellen, aber alles noch im Rahmen. Am besten ihr spült die Brühgruppe einmal wöchentlich mit klarem Wasser ab. Bitte kein Spülmittel verwenden, sonst entfernt ihr auch das Schmierfett und dann könnt ihr die Brühgruppe quietschen oder verklemmen. Danach lasst ihr sie an der Luft vollständig trocknen und setzt sie dann wieder ein. Das war unser großer Test des Saeco Gran Aroma. Wie immer kommt jetzt noch eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile. Mit dem Saeco Gran Aroma könnt ihr 14 Getränke auf Knopfdruck zubereiten. Besonders überzeugt haben uns der intensive Espresso und der aromatische Kaffeecrema. Der Milchschaum ist feinporig und sehr cremig. Ihr könnt hier nicht nur einstellen, wie viel Milch euer Cappuccino haben soll, sondern auch wie stark die Milch aufgeschäumt wird. Dann erhaltet ihr entweder keinen, wenig, normal oder viel Milchschaum. So könnt ihr jedes Getränk genau frei nach euren Wünschen einstellen. Der Espresso gehört zu den besten aus unserem Test. Er hat eine dichte Crema und ist schön kräftig im Geschmack. Für Kaffeetrinker stehen gleich 3 leckere Varianten zur Auswahl. Normaler Kaffee, Americano und der Kaffee Crema. Besonders der Americano konnte uns geschmacklich überzeugen. Er ist angenehm mild und erinnert an Filterkaffee. Alle Getränke, auch die mit Milchschaum, hatten die perfekte Temperatur. Den Saeco Gran Aroma könnt ihr über ein leicht verständliches Touch-Display bedienen. Die Kaffeestärke könnt ihr in 5 Stufen von mild bis kräftig anpassen. Auf Wunsch könnt ihr bei allen Getränken einen Extra-Shot auswählen. Dann erhaltet ihr noch einen zusätzlichen Ristretto, einen kleinen Espresso, wodurch euer Getränk noch kräftiger wird. Die Espresso- bzw. Kaffeemenge lässt sich in 5 Stufen anpassen. Genauso wie die Milchmenge bei Cappuccino und Co. Beide sind mit genauen Milliliterangaben beschriftet, damit ihr die Getränke perfekt an eure Tasse anpassen könnt. Außerdem könnt ihr die Brühtemperatur für jedes Getränk einzeln anpassen und alle Getränke auch im Doppelbezug zubereiten. All diese Einstellungen könnt ihr bequem in 4 individuellen Profilen speichern, die durch 4 verschiedene Farben dargestellt sind. So kann jedes Familienmitglied sein Wunschgetränk mit wenigen Klicks zubereiten. Falls ihr Inspiration braucht, stehen euch mit dem Coffee Maestro außerdem 3 vorgefertigte Geschmacksprofile zur Verfügung. Für jedes Getränk werden euch dann entsprechende Einstellungen vorgeschlagen, je nachdem, ob ihr es eher mild oder kräftig mögt. Genauso durchdacht ist das Design des Vollautomaten. Das leicht schräge Display lässt sich gut von oben lesen. Bohnenfach und Wassertanks sind leicht zu erreichen. Der Milchbehälter kann mit einem Handgriff praktisch luftdicht verschlossen werden. Ihr könnt den Vollautomaten aber auch ohne Milchtank benutzen, indem ihr den Milchschlauch direkt in einen Milchkarton hängt. Das Milchsystem ist beim Aufschäumen schön leise, während das Mahlwerk etwas lauter ist als vergleichbare Geräte. Dafür unterstützen euch einige Kurzprogramme bei der Reinigung. Zum Beispiel wird der Milchauslass nach jedem Bezug automatisch mit Wasserdampf gereinigt.
Milchbehälter, Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale dürfen sogar in die Spülmaschine. Damit gehört der Granaroma definitiv zu den pflegeleichten Modellen. Insgesamt macht der Vollautomat einen hochwertigen Eindruck. Alles wirkt sehr durchdacht und ist lückenlos verarbeitet. Das Gesamtpaket aus super Getränken, einfacher Bedienung und hoher Qualität hat uns im Test auf jeden Fall überzeugt. Der Saeco Granaroma ist unser neuer Geheimtipp, wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Test des Saeco Granaroma. Wir verlinken euch genau dieses Modell in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zum ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Wenn euch unser Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Schreibt uns jetzt einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Modell oder welches Modell wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.